Venezuela ist das rohstoffreichste Land der Welt. Neben dem größten Erdölvorrat der Welt gibt es hier vor allem eines im Überfluss: Gold. Es herrscht der absolute Goldrausch. Überall im Land befinden sich illegale bzw. inoffizielle Goldminen. Da ich ohne Geld reise und keine Arbeitserlaubnis für Venezuela habe, wäre es für mich die perfekte Möglichkeit, mir ein wenig Geld dazu zu verdienen. Aber das Ganze hat einen Haken. In vielen dieser Minen sollen die Arbeiter unter fast sklavenartigen Zuständen gehalten werden, was unter anderem an der starken Kontrolle durch die Drogenkartelle liegt. Filmen ist strengstens verboten. Wer es doch tut, riskiert sein Leben. Doch zu meinem Glück habe ich beim Karneval Carlos kennengelernt. Er besitzt seine eigene Mine und hat mir erlaubt, hier einige Tage zu arbeiten. Und das Beste, ich darf alles filmen. Wirklich alles. Herzlich willkommen aus der Mine. Heute werde ich tatsächlich meinen ersten Tag Gold schürfen in Venezuela. Ich nehme euch da natürlich mit, so gut es geht. Schauen wir mal, was wir heute erwirtschaften. Es ist gleich richtig ernst. Ich werde nämlich jetzt direkt in die Mine runtergelassen. Zwar hier einfach in dieses Loch mit diesem sehr vertrauenswürdigen Gurt werde ich hier einfach runtergelassen da von der Wind. Cuidado con la hendida, te va a colear. Alter, ganz still wird's hier plötzlich. Hier ist kein Ton mehr zu hören. Es geht echt ein ordentliches Stück runter. Also, keine Ahnung, kann sowas sehr schlecht einschätzen, aber keine Ahnung, ich schätze mal, wir gehen schon irgendwie 50 Meter mindestens mal da runter. Ja, es ist echt krass. Okay, und jetzt wird's hier weniger befestigt. Ja, da unten ist auch schon der Boden. Opa. Wer jetzt einen perfekt ausgebauten Minenschacht erwartet, irrt sich. Manchmal muss man krabbeln. Und manchmal auch klettern. Buena. Der Alemania. Die meiste Arbeit wird hier noch traditionell komplett von Hand gemacht. Für die ganz großen Aufgaben gibt es aber einen Bohrschlaghammer. Das herausgeschlagene Gestein sortieren die Arbeiter nach Qualität. Dieser Stein zum Beispiel ist nichts wert. Das meiste Gold befindet sich im Zwischenraum zwischen dem Quarz und dem härteren Gestein wie Basalt oder Andesit. Die für gut befundenen Steine werden in Säcke verpackt und auf dem Rücken der Arbeiter bis zum Aufzug geschleppt. Eine echte Knochenarbeit. Die elektronische Winch bringt die Säcke zur weiteren Verarbeitung nach oben. Aquí ya terminaron, entonces hay que chicar eso con una bomba, pero no van a activarlo mañana. Listo. Dale para arriba que va el gringo, Rafa, dale poco a poco. Tienes que ir agarrándote por ahí la pared, anda coleándote, gringo, que no pegue por ahí, que no pegue por ningún lado. Wie geil, ey. Also das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant und ich glaube, morgen darf ich auch mehr arbeiten noch. Ja, ich muss echt sagen, also ich habe einen von diesen Säcken und sogar einen leichten geschleppt. Und ich spüre jetzt schon meinen Rücken, also die Arbeit hier ist echt brutal hart. Also wenn du dir überlegst, dass die Leute hier das halt über Jahrzehnte machen, das ist schon eine ganz andere Liga. Also und dann auch, wenn du anschaust, was du bei uns alles für Sicherheitsvorkehrungen hast, hier hast du halt gar nichts, hier hängst halt einfach. Und wenn du runterfällst, dann bist du halt matsch. Es ist geil, es ist wirklich einfach, so ist halt das echte Leben hier. Da kommt das Gold her, was wir überall auf der Welt haben. Oben angekommen werden die Säcke auf Motorrädern bis zur Weiterverarbeitung transportiert. Tag 2 in der Mine. Ich habe leider eine leichte Grippe, das ist ein bisschen nervig, aber wird schon passen. Willkommen zurück, 50 Meter unter der Erde. Da muss man sich echt immer erstmal dran gewöhnen. Und da oben kommt das José auch runter. Der wird mich heute hier ein bisschen begleiten in der Mine. Todo listo. Ready. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen, da in der Mitte. Genau hier unter meinem Fingernagel. In der Mitte von dem einen. Das ist das Gold.
kriegt nur so ein Pixel. Nicht alles besteht aus massivem Stein und so müssen wir stets aufpassen, dass uns nicht die ganze Wand entgegenkommt. Hier ist jetzt anscheinend gerade ein Stück von der Decke kollabiert. Also man sieht, die Mine ist äußerst stabil gebaut. Hier haben wir jetzt die Pumpe, damit da unten das trockengelegt werden kann. Damit man dann da später halt wieder unten weiterarbeiten kann. Also man sieht da, da ist hier überall sehr, sehr viel Quarz. Und wenn das Wasser hier weg ist, dann können die da unten noch mehr Quarz abbauen. Okay, porque se puede caer. So, jetzt geht's wieder hoch. Weil man halt echt ewig unten ist. Es ist jetzt glaube ich schon irgendwie 3. Wir sind um 9 oder so in die Mine. Ich muss sagen, es ist echt anstrengend, wenn man das länger macht. Und ich habe auch bei mir gemerkt, ich wäre halt leichtsinnig, wenn ich so dann irgendwie 4 Stunden oder so in der Mine bin, dann haue ich mir halt ein paar Mal auf die Finger und so. Josué arbeitet hier quasi selber für sich. Und wir haben jetzt echt 2 gescheite Säcke mit ordentlich gutem Material rausgeholt. Die werden wir morgen dann verarbeiten. Also wir haben jetzt wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, für heute Feierabend. Und jetzt geht es wieder hoch. Das ist echt ein krasses Gefühl immer, wenn man hier rauskommt, dann kommt einem so die Luft wieder entgegen. Weil da unten ist es halt brutal feucht und vor allem halt brutal stickig einfach, logischerweise. Und dann, wenn man dann nach oben wieder plötzlich im Licht ist, Sonnenlicht und Luft, dann ist man immer gleich richtig glücklich. Hier seht ihr die erste von 2 Methoden zur Weiterverarbeitung, die für weicheres und weniger gutes Material verwendet wird. Diese Kupferplatten werden mit Quecksilber eingerieben. Danach wird das Material von der Maschine gecrushed und mit Wasser über die Platten geleitet. Dabei bindet das Quecksilber das Gold an sich und bildet eine Stoffverbindung namens Amalgam, die an der Platte hängen bleibt. Also hier sieht man das ganze Wasser, was voll ist mit Quecksilber, das fließt halt hier einfach in die Natur. Deswegen sind hier in Venezuela auch sehr, sehr viele Flüsse halt komplett versifft und das Grundwasser ist versäumt. Die Platte wird von Dreck befreit. Anschließend wird das Amalgam mit einem Schaber von der Platte gekratzt. Nach einer weiteren Reinigung wird das Amalgam per Gasbrenner erhitzt. Mit dem Blatt wird hier versucht, die unglaublich giftigen Dämpfe ein wenig einzudämmen. Aber realistisch bringt es wohl nicht viel. Da das Gold einen deutlich höheren Siedepunkt als Quecksilber hat, verdampft das Quecksilber und zurück bleibt das reine Gold. Das Einatmen von Quecksilber ist extrem gesundheitsschädlich und so werden viele dieser Arbeiter im Laufe ihres Lebens schwerwiegende Krankheiten davontragen. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Tag 3. Heute wird unser Material verarbeitet. Hier seht ihr die zweite Verarbeitungsmethode, die für härteres und hochwertigeres Material verwendet wird. Das Gestein wird erst grob und dann nochmal feiner gecrushed. Wir haben es jetzt auf 4 kleinere, gleiche Säcke aufgeteilt. Jetzt werden wir es hier in den Maschinen zum Mehl zermahlen und dann das Gold rausfiltern. Mithilfe dieser Stahlkugeln wird unser Material fein zermahlen. Der Arbeiter gibt hier wieder Quecksilber hinzu, um das Gold zu Amalgam zu binden. Wir geben noch Wasser hinzu und dann ist es Zeit zu warten. Dreimal 1 Stunde ungefähr muss das da gecrushed werden, auf 3 Ladungen halt, und dann können wir weiter fortfahren. Jetzt wird das Gold letztendlich rausgeholt. Jetzt werden wir sehen, was wir gestern in einem Tag Schweißarbeit rausgeholt haben. Da das Gold bzw. Amalgam wesentlich schwerer ist als der im Wasser gelöste Steinstaub, waschen wir Stück für Stück den Matsch weg. Und wie ihr seht, bleibt ein kleines bisschen glänzendes Amalgam übrig. Mit dem verfahren wir jetzt wie gestern erklärt und übrig bleibt unser Gewinn. Also das, was wir jetzt da rausbekommen haben, im Prinzip aus 2 Tagen Arbeit zu zweit, ist ungefähr plus minus $80 wert, was echt nicht viel ist. Und naja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen ernüchternd. Er meinte zwar, normal ist es viel, viel mehr, aber
trotzdem motiviert einen das jetzt nicht so krass. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche, da werde ich voll durcharbeiten. Und dann schauen wir mal, was man in einer ganzen Woche verdient. Hier leben die ganzen Arbeiter, also nicht jeder so komfortabel wie ich und wohnt beim Minenbesitzer im Haus, sondern die meisten kommen halt hierher, wohnen dann für ein paar Wochen oder Monate in diesem Camp, arbeiten halt und gehen dann wieder zurück zu ihrer Familie mit dem verdienten Geld, was sie dann halt haben. Um euch nochmal ein bisschen mehr das Bild zu geben, also ich habe jetzt mit ein paar Arbeitern hier geredet und es ist halt einfach echt so, dass die halt hier 3 Monate hier sind, um dann einen Monat bei ihrer Familie zu sein und quasi dann wieder 3 Monate hier. Also ja, für alle, die sich irgendwie mal beschweren, weil sie vielleicht mal Samstag arbeiten müssen oder so. Das ist schon echt ein ganz anderes Leben. Heute ist Sonntag, freier Tag. Das heißt, jetzt wird noch mein Zeug zum Karneval komplett versifftes, endlich mal durchgewaschen. Schaut euch das mal an. Die Medio Pintos haben alle die ganze Arbeit geleistet auf jeden Fall. Ich gebe euch jetzt mal eine kleine Roomtour, von wo ich eigentlich hier wohnen darf. Und zwar da haben wir jetzt gerade die Waschmaschine hingestellt. Hier ist quasi Wohn-Kochbereich. Dann habe ich hier, ja es ist ziemliches Chaos, aber hier in dem Zimmer darf ich pennen, habe so ein fettes Bett und so, also das ist richtig geil. Dann haben wir hier Bad mit halt Dusche, Toilette und man hat normal so einen Eimer, wo man sich quasi das Wasser so über den Kopf schütten kann als Dusche. Und ja, dann haben wir hier den Garten, da hängt jetzt überall mein ganzes Zeug. Und wenn man jetzt hier rumgeht, dann kommt man hier vorne wieder raus. Also für Venezuela und generell ist es echt ein sehr cooles Haus. Und ja, einfach ultra korrekt, dass ich hier schlafen darf. Kann man nichts sagen. Guten Morgen, wir haben es jetzt irgendwie 10 Tage später oder so. Ich war leider wirklich die gesamte Zeit jetzt krank, ich bin auch immer noch krank, habe mir echt irgendwie sauber dann eine Grippe eingefangen. Und dementsprechend haben sie mir nicht mehr in der Mine arbeiten lassen, wegen halt, weil es einfach gefährlich ist mit dem Minenstaub da unten zu arbeiten, wenn du halt krank bist. Dementsprechend gebe ich jetzt einfach mein Fazit, weil das Video muss jetzt langsam mal online kommen. Natürlich muss man sagen, dass es so wie ich da gearbeitet habe, dass ich privilegiert war, weil ich halt keine Abgaben machen muss und quasi nicht für den Firmenbesitzer selber arbeite. Wir haben das eine Mal ca. $80 gemacht, das ist aber wirklich wenig. Ich würde sagen, was mir so gesagt wurde, ist so was so normal ist, sind so denke ich so $200-300 am Tag. Ja, wirklich, wenn du halt nur für dich selber arbeitest. Kann aber halt auch mal irgendwie $1000 an einem Tag sein, wenn du halt richtig gutes Material rausziehst. Aber natürlich, bevor ihr jetzt gierig werdet und denkt, oh, da kriege ich ja richtig viel Geld. Man darf halt nicht vergessen, dass es halt brutale körperliche Arbeit ist, in Verbindung mit Lebensgefahr, sowohl dadurch, dass halt die Minen nicht gescheit befestigt sind, dass eigentlich alles Material irgendwie halt alt und ein bisschen unprofessionell ist und vor allem ist es halt mit dem Quecksilber einfach übel. Also sowohl das Einatmen, was natürlich das Allerschlimmste ist, aber auch der Hautkontakt. Also wie gesagt, ich würde sagen, dass die allermeisten von den Arbeitern wahrscheinlich leider irgendwann richtige Probleme deswegen bekommen werden. Man muss halt auch sagen, ich war halt auch in einer Mine, wo eigentlich fast alle Leute halt Familienmitglieder waren. Ein normaler Arbeiter verdient, wenn es so stimmt, wie ich es gelesen und gehört habe, halt quasi nichts und werden da in diesen Minen halt fast schon sklavenartig gehalten. Das heißt, das muss man sich halt auch immer überlegen und dann dazu noch diese Bedingungen. War eine sehr geile Erfahrung. Wenn es euch noch interessiert, wie der Karneval hier war, könnt ihr hier irgendwo klicken. Und ansonsten danke fürs Zuschauen.